Willkommen! Ich bin Dr. AP mit Hintergrund in Erziehungswissenschaften und Philosophie. In dieser Reihe möchte ich dir interessante Ansätze zum Themenkomplex Liebe und Sexualität vermitteln. Willkommen zu dieser neuen Analyse. Heute wagen wir uns an ein ziemlich herausforderndes Werk der Philosophie. Georges Batailles Die Erotik. Wir werden uns mal ansehen, was hinter seinen ziemlich schockierenden Ideen über die Verbindung von Leben, Tod und Verlangen wirklich steckt. Fangen wir doch mal mit einer Frage an, die uns alle irgendwie beschäftigt. Warum fühlen sich unsere tiefsten Wünsche manchmal so gefährlich an? Bataille geht genau dieser unheimlichen Verbindung zwischen unserem Verlangen und der Ahnung des eigenen Endes nach. Okay, hier ist unser Fahrplan, um Batailles Gedankenwelt zu knacken. Wir arbeiten uns in 5 Schritten vor, von einer recht einfachen Unterscheidung bis hin zu seinen wirklich radikalen Schlussfolgerungen über das Brechen von Regeln. Also, alles fängt mit einer ganz fundamentalen Frage an. Was genau unterscheidet eigentlich die menschliche Erotik von der, sagen wir mal, reinen Sexualität der Tiere? Für Bataille liegt da eine riesige Kluft dazwischen. Und dieser Unterschied ist für ihn wirklich fundamental. Tiere, die folgen einfach ihrem Instinkt zur Fortpflanzung. Die menschliche Erotik aber, die ist etwas völlig anderes. Sie ist eine innere Erfahrung, eine Art psychologische Suche, die am Ende unser gesamtes Sein in Frage stellt. So, und dieser Satz hier, das ist der Schlüssel zu allem. Ich weiß, er klingt erstmal total paradox, aber behaltet ihn einfach mal im Hinterkopf. Am Ende dieser Reise wird er einen tiefen, wenn auch vielleicht etwas beunruhigenden Sinn ergeben. Versprochen. Um diese merkwürdige Verbindung von Leben und Tod wirklich zu kapieren, müssen wir jetzt ein bisschen tiefer graben. Und zwar direkt ins philosophische Fundament von Batailles gesamtem Denken. Stellt euch mal die Diskontinuität als unsere grundlegende Erfahrung vor. Wir sind isolierte Individuen. Jeder von uns ist quasi eine eigene Insel, getrennt von allen anderen durch einen, unüberbrückbaren Abgrund. Und das genaue Gegenteil davon ist unsere Sehnsucht nach Kontinuität. Also dieser tiefe innere Wunsch, diese Trennung endlich aufzuheben. Man kann es sich vorstellen wie eine Welle, die sich danach sehnt, wieder eins mit dem riesigen Ozean zu werden. Es ist unser Verlangen, dieses individuelle Ich zu verlieren. Und genau diese Spannung, also zwischen unserem Isoliertsein auf der einen Seite und dieser Sehnsucht nach Verschmelzung auf der anderen, genau das ist für Bataille der Motor, der die gesamte menschliche Erotik antreibt, jede Form davon. So, und jetzt haltet euch fest. Wir kommen jetzt nämlich zum wohl schockierendsten Teil des Ganzen, dieser unausweichlichen Verbindung zwischen unserem Verlangen, der Gewalt und, dem Tod. Bataille sagt hier ganz klar, der Weg raus aus unserer Isolation, der ist niemals sanft oder friedlich. Um die Mauern unseres Ichs wirklich zu durchbrechen und diese Kontinuität zu erfahren, braucht es einen Akt der Gewalt, eine Art von Zerstörung. Und dieser Gedanke führt uns an ziemlich düstere Orte. Bataille zitiert hier ganz bewusst den Marquis de Sade, um seinen Punkt zu verdeutlichen. Der ultimative Akt der Zerstörung, also einem anderen das Leben zu nehmen, ist untrennbar mit einer extremen körperlichen Sinneserfahrung verbunden. Hier sehen wir die brutale Logik dahinter, Schritt für Schritt. Also, die Erotik will das Ich auflösen. Der Tod ist die endgültige Auflösung. Und deshalb, so Bataille, ist jede erotische Erfahrung im Grunde genommen ein kleiner Vorgeschmack auf den Tod. Moment mal, wenn unsere Natur uns also zu dieser gewaltsamen Auflösung hinzieht, wie zum Teufel haben wir es dann geschafft, überhaupt Gesellschaften aufzubauen? Tja, Batailles Antwort darauf liegt im Konzept des Verbots. Die Welt der Arbeit, der Vernunft, des reinen Überlebens, die brauchte natürlich Ordnung. Die frühen Menschen mussten also eine Grenze ziehen, einen geschützten Raum schaffen, und der musste getrennt sein von den wilden, chaotischen Impulsen der Natur. Und das haben sie durch ganz grundlegende Regeln oder eben Tabus erreicht. Und die haben sich auf die 2 stärksten Formen der Gewalt konzentriert, den Tod und die Sexualität. Sie mussten irgendwie eingedämmt werden. Aber jetzt kommt der eigentliche Clou an der ganzen Sache. Denn diese Verbote, die wurden nicht nur geschaffen, damit man sich an sie hält. Und hier haben wir das zentrale, das verrückte Paradoxon in Batailles Theorie.
Das Verbot existiert nicht, obwohl wir es brechen wollen, sondern weil wir es brechen wollen. Diese Überschreitung, die Transgression, ist also keine einfache Rückkehr zur tierischen Natur. Nein, ganz im Gegenteil, es ist ein zutiefst menschlicher Akt. Er bekommt seine ganze Kraft erst dadurch, dass wir ein Gesetz verletzen, von dem wir ganz genau wissen, dass es existiert. Und das ist im Grunde das Herz der Erotik. Sie existiert genau in diesem aufgeladenen Raum, in diesem Spannungsfeld zwischen dem Gesetz, dem Verbot und unserem tiefen Wunsch, es zu brechen. Diese aufregende, erschreckende und fast heilige Erfahrung, bewusst eine Linie zu überschreiten. Und so schließt sich der Kreis. Wir kommen zurück zu unserem Zitat vom Anfang und plötzlich ergibt es Sinn. Erotik ist die Bejahung des gesamten Lebens, also einschließlich seiner gewalttätigen, chaotischen und tödlichen Seiten, nicht nur des sicheren, geordneten Teils, in dem wir uns normalerweise bewegen. Das lässt uns mit einem letzten, ziemlich provokanten Gedanken zurück. Wenn die Regeln, die wir aufstellen und unser Wunsch, sie zu brechen, am Ende nur zwei Seiten derselben Medaille sind, was sagt das dann wirklich über die menschliche Natur aus? Vielleicht geht es ja gar nicht darum, sich für eine Seite zu entscheiden, sondern um diesen ständigen, elektrisierenden Tanz zwischen den beiden. Hat dir das Video gefallen und willst du noch mehr über dieses Thema lernen? Dann schau dir die anderen Videos in dieser Playlist an. Ein Like kostet nichts, aber hilft mir weiterhin, solche Inhalte zu erstellen. Bis zum nächsten Video.